How do types evolve? Wie entwickeln sich die Typen weiter? One way is to ask people from the community of seekers who are not necessarily people who can tell about the great journey. Also eine Form ist es, in der Gemeinschaft der Suchenden zu fragen. Das sind nicht notwendigerweise Menschen, die etwas von der großen Reise erzählen können. The other is to ask those people who seem to have come to the top or to the end of the journey. Die andere Art wäre es, diejenigen zu fragen, die anscheinend auf den Gipfel oder ans Ende der Reise gekommen sind. Who are the greatest historical representatives of the different types? Wer sind die größten historischen Vertreter der verschiedenen NR-Typen? And even if they're not alive and we cannot really interview them, und selbst wenn sie nicht mehr leben und wir sie nicht tatsächlich interviewen können, maybe their biographies can tell us what we want to know about how they have evolved. Dann können uns vielleicht doch ihre Biografien erzählen, was wir wissen möchten, wie sie sich entwickelt haben. So, what I'm proposing is, since we are a group of people who is available to do some collective research, let's take 27 people who are very high exemplars and study those 27 lives. Divide the task of studying those lives. Was ich also vorschlage, ist, dass wir jetzt 27 Vertreter des Enneagramms wählen und dass diejenigen, die so viel Vorarbeit geleistet haben, dann bei der Vorbereitung helfen. So what I want to convey to people who are going to participate is use your creativity when you read. Try to understand what could have done it. Was ich also denen vermitteln möchte, die dann hier mitarbeiten wollen, ist, dass beim Lesen benutzt eure Kreativität, lest kreativ. Some of the great beings that are documented were artists. Viele der großen von denen wir sprechen werden, über die also dokumentiert sind, das waren Künstler. And then we can say, it would be easy to say, they followed the way of art. Art brought them to deeper awareness. Und dann wäre es leicht zu sagen, sie sind dem Weg der Kunst gefolgt, es war die Kunst, die ihnen das tiefere Bewusstsein oder Gewahrsein verschafft hat. Aber das wäre als Antwort nicht genug. What about art? Wie It's the ist das mit der expression of their Kunst? human suffering, Was ist es in der Kunst? Der Ausdruck des menschlichen Leidens? a desire for knowledge, ein Verlangen nach Wissen, that art also contains, just as science. Was ja auch in der Kunst enthalten ist. Is it that the process of artistic creation requires activating one's own depth, looking deeply into one's experience, and that is stimulating? Oder ist es der Prozess des künstlerischen Schaffens, der den Künstler dazu bringt, tiefer in sich hineinzuschauen? Or is it that art involves inspiration, and that is something like contact with an angelic level of existence? Oder ist es, dass die Kunst die Inspiration anruft und dass da die spirituelle Ebene übertragen wird? So that's a big question. One question is, what is the difference between a mature being and one who hasn't evolved? And the other is, how did they get there?
Also das wäre die zweite Frage. Die erste Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen einem normalen und einem hochentwickelten Wesen? Und die zweite Frage ist, wie sind die dahin gekommen? For instance, Gandhi. Aber es gibt ja die Ausnahmen, zum Beispiel Gandhi. Gandhi probably increased the word Mahatma means great soul. Mahatma heißt ja große Seele und wahrscheinlich trug er dazu bei. Maybe his soul got bigger through his mission, through Vielleicht, dedication to his inspiration. vielleicht wurde seine Seele größer, wuchs sie an durch die Hingabe gegenüber seiner Aufgabe. And in his case, it's very easy to demonstrate that. Und in seinem Fall ist es ganz leicht zu belegen. When he was studying law in England, Als er in England Rechtswissenschaften he studierte, was so shy that he couldn't present himself to exams. da war er so scheu, dass er sich gar nicht zum Examen anmelden konnte. Or at least the first time he presented himself, he was so nervous that he couldn't pass. Oder He was tongue-tied. zumindest beim ersten Mal, dass er sich zu einer Prüfung anmeldete, hat er die nicht bestanden, weil es war so scheu, dass er nicht sprechen konnte. Zungenlähmung. When he was at the height of his career, he was invited by Queen Victoria to come to England. Und am Höhepunkt seiner Karriere, da lud ihn die Königin Victoria ein, nach England zu kommen. And he came with his half-naked dress. Und er kam mit seiner halbnackten Bekleidung, And sat next to Queen Victoria. setzte sich neben Queen Victoria. And Queen Victoria asked him, "What do you think of civilization?" Und sie fragte ihn, was halten Sie von der Zivilisation? Do you know his response? No? I think it would be a very good idea. Also die Antwort, ich denke, das wäre eine sehr gute Idee. He overcame he was preservation 6. Eine selbsterhaltende 6. He became courageous. Und er wurde mutig. And he became courageous beginning with a certain day in his life. Und zwar wurde er mutig, das begann mit einem bestimmten Tag in seinem Leben. He had been sent for a job to Africa Er war zu einer Arbeit nach Afrika geschickt worden, as a lawyer. als Rechtsanwalt. And he was in a train, Er war im Zug. and there was no place in train for blacks. Und im Zug gab es keinen Platz für Schwarze. That train was for white people. Ein Zug für Weiße. And he was not black, but he was not the right color anyhow. Und obwohl er kein Schwarzer war, hatte er auch nicht die richtige Farbe. And he resisted injustice until he had to be beaten and thrown out of the car, out of the train. Und aber da beharrte er darauf und man musste ihn, sie mussten ihn schlagen, prügeln, um ihn aus dem Waggon zu werfen. And then he became dedicated to changes injustice in Africa. Und damit begann sein Kampf gegen die Ungerechtigkeit in Afrika. And his way of doing so was very unprotected. He exposed himself to bullets. Und er tat das auf eine so ungeschützte Art, also er stellte sich den Kugeln. He stimulated people to do demonstrations, and he went with them, not fearing the bullets. Also er regte die Leute an, er trieb sie dazu zu Demonstrationen zu gehen und er ging mit, ohne die Gewehrkugeln zu fürchten. Out of a conviction that the truth would win.
Und das Ganze tat er aus der Überzeugung heraus, dass die Wahrheit siegen werde. And sacrifice was worth it. Und dass das Opfer es wert wäre. I suggest that as you read, you underline what the writer says about the character of the person whose life is written. Also wenn ihr dann Biografien lest, dann schlage ich vor, dass ihr unterstreicht, was der Autor zum Charakter der Person sagt, über die er schreibt. If I'm reading a book about Balzac, there is an excellent Stefan Zweig book about Balzac. Wenn ich zum Beispiel über Balzac lese, es gibt ein ausgezeichnetes Buch über Balzac von Stefan Zweig. And if I find that it says that he suffered very much, but he did not complain, but he was always smiling and generous in his attitude to people. Und wenn ich dann herausfinde, dass er sagt, dass er stark litt, aber sich niemals beschwerte, sondern immer sehr nett war in seiner Form, mit Leuten umzugehen. Well, I would say that's remarkable. I underline it. Und dann würde ich sagen, das ist bemerkenswert, das unterstreiche ich. But not only is it useful to underline descriptors, traits, but also scenes, to mark when the author of a novel or a historical biography, when the author shows interactions of the character with other people. Aber es ist nicht nur interessant, Charakteristiken zu unterstreichen, sondern auch Szenen. Also wenn der Biograf Szenen darstellt, wie die Person, die er beschreibt, halt mit anderen in Kontakt tritt, wie die Beziehung ist. So, 27 types were probably very different 20 types of stories. Und so sind die 27 Charaktere, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. I ask you to underline, mark scenes which the theater people may use in that part of the workshop, but use your mind to understand these lives. What did they do to evolve, and what developed in them that made them remarkable? Also bitte ich euch beim Lesen kreativ zu lesen, zu schauen, was ist da passiert, was hat in ihrem Leben dazu beigetragen, dass sie sich so entwickelt haben und das dann halt eben zu unterstreichen, damit die Theaterleute damit arbeiten können. We will have a team of theater people. We will combine hearing about the lives. It would be too dry, too academic to just share information about 27 different people. It would be a kind of intoxication of words. Also wir werden die Theaterleute dabei haben. Es wäre zu trocken, zu intellektuell, wenn wir einfach nur über die 27 Charaktere, die so hochentwickelt sind, sprechen würden. It's so very interesting, but too much of the same would be tiring. Und es wäre ermüdend, interessant, aber ermüdend, denn es wäre zu viel von demselben. So we'll combine hearing about these lives and embodying these lives in a dramatic way. Und so werden wir das kombinieren, über diese Leben zu hören und diese Leben im Theater zu verkörpern. My idea of it took form as we did the Balzac Symposium. Also zur Theaterarbeit jetzt nochmal. Claudius' Idee hat Form angenommen bei der Arbeit mit Balzac. If we have 9 groups, wenn wir 9 Gruppen haben, according to the 9 characters, also 9 Enneagramm, and in each group we will have 3 kinds of person, depending on the subtypes. Dann werden wir in jeder Enneatypengruppe natürlich die 3 Subtypen vertreten haben.
They are very different subtypes. Well, the more you know them, the more different they become. Und die sind ja sehr unterschiedlich. Je besser ihr die kennenlernt, desto mehr werdet ihr sehen, wie groß die Unterschiede sind. If you have to act your type and one other subtypes, you will probably find that it's very easy to act oneself. Wenn ihr euch selbst darstellen müsst und einen anderen Subtypen, dann werdet ihr wahrscheinlich merken, dass es sehr leicht ist, euch selbst darzustellen. If I'm a social 2, probably I can do a good job of pretending to be Goethe for 5 minutes or 10 minutes. Wenn ich also selbst eine soziale 2 bin, dann kriege ich das wahrscheinlich gut hin, für 5 oder 10 Minuten Goethe zu sein. Bent. That's what people do in the cinema with casting. They find the right actor for the right character in the Das fiction. macht man zum Beispiel in den Castings fürs Kino. Da sucht man die richtige Person für die darstellende Rolle, für die darzustellende Rolle. But if I am the rather rigid, social, self-important 2, and I want to be a childlike 2, Wenn ich aber eine recht starre soziale 2 bin und soll dann eine kindliche, selbsterhaltende 2 darstellen, that's not so easy. das ist dann nicht so leicht. It's artistically not so successful, but therapeutically very interesting. Künstlerisch ist das nicht so erfolgreich. Therapeutisch hingegen hilft es sehr. It reveals my rigidity, it reveals my conditioning, my need to be in a certain way. Es zeigt ganz stark mein Bedürfnis mich auf bestimmte Art zu verhalten. If a social 4 wants to be a sexual 4, Wenn eine soziale 4 eine sexuelle 4 darstellen soll, probably she will have to practice a lot of screaming, dann muss sie wahrscheinlich vorher viel Schreien üben, use the body differently. den Körper anders benutzen lernen. It's very taboo. Denn das ist ja ein starkes Tabu. But also for a sexual 4, it's taboo to be shameful. It's taboo to be weak. Während es für die sexuelle 4 natürlich genauso ein Tabu ist, schamhaft oder schwach zu sein. It's easier to take and to demand than to desire and ask. Für sie ist es leichter, einfach zuzugreifen, zu fassen und zu verlangen, als den Wunsch zu zeigen, zu bitten. So that's the idea, to have everybody an opportunity to act himself through a big character, Also and also some opportunity to be a different subtype. das soll die Gelegenheit sein, dass jeder also sich selbst darstellen kann, aber halt auch, dass man die Chance hat, einen anderen Subtypen And darzustellen. that is really a challenge to not be one like oneself. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung.